Jeder Hund in diesem Tierheim hat auf sie reagiert. Jeder Einzelne. Die Bellenden, die Springenden, die ihre Pfoten gegen das Gitter drückten und mit den Augen bettelten. 42 Hunde, alle verzweifelt darauf aus, gesehen zu werden. Aber am Ende des Ganges saß ein Hund, der nicht bellte, nicht sprang, nicht mal aufsah. Ein 45-Kilo-Dobermann, der seit 14 Monaten in derselben Box saß. Und was passierte, als sie sich vor ihm auf den Boden setzte, das hat alles verändert. Das Tierheim hatte an diesem Morgen 43 Hunde. 43 Hunde, die bellten, sprangen, ihre Pfoten gegen Metallgitter drückten. 43 Hunde, verzweifelt nach Aufmerksamkeit, nach Blickkontakt, nach irgendjemand, der stehen bleibt und bleibt. Laura Schneider ging langsam durch diesen Gang. Sie hatte es nicht eilig. Keine bestimmte Rasse im Kopf, keine Größenvorgabe, keine Checkliste. Sie ging einfach. Und einer nach dem anderen reagierte jeder einzelne Hund in diesem Gebäude auf sie. Jeder einzelne. Außer dem letzten. Laura war 32, frisch geschieden und lebte allein in einem Haus, das hallte, wenn sie hindurchging. Ihre Freunde sagten ihr, sie solle reisen. Ihre Mutter sagte, sie solle jemanden kennenlernen. Ihre Therapeutin sagte, sie solle sich einen Hund holen. 7 Monate lang hatte sie das aufgeschoben. An einem Donnerstagnachmittag im Oktober fuhr sie schließlich zum Tierheim Rheinsiek. Nicht, weil sie bereit war, sondern weil die Stille in ihrem Haus ihr in den Schlaf gefolgt war. Als sie den Eingang betrat, explodierte der Gang förmlich. Ein 40-Kilo-Rottweiler warf sich gegen sein Gitter. 2 Staffordshire Terrier drehten sich im Kreis und bellten aus voller Kehle. Ein Schäferhund drückte seine Nase durch die Stäbe und winselte so laut, dass es wehtat. Hund für Hund, Box für Box, springen, bellen, scharren, flehen. Laura blieb bei jedem stehen. Sie sprach leise, drückte ihre Finger durch die Gitter, ließ sie an ihrer Hand schnuppern. Aber irgendetwas zog sie immer weiter. An der ersten Reihe vorbei, an der zweiten, an der dritten, ganz bis ans Ende des Ganges. Die letzte Box war ruhiger als alle anderen. Kein Bellen, kein Springen, kein verzweifeltes Scharren am Gitter. Drinnen, vollkommen reglos an die Rückwand gelehnt, saß ein 45-Kilo-Dobermann. Dunkelbraunes Fell, rostfarbene Abzeichen, Ohren, die aufrecht standen wie Türme. Er schaute nicht zur Tür, er schaute nicht zu Laura, er starrte auf einen festen Punkt auf dem Betonboden, wie ein Hund, der längst aufgehört hatte, irgendetwas von den Menschen zu erwarten, die an ihm vorbeigingen. Auf seinem Namensschild stand Dante, 4 Jahre, 3-mal zurückgegeben, viel Energie, nicht empfohlen für Ersthaltende. Die Tierheim-Mitarbeiterin räusperte sich. »Der ist seit 14 Monaten hier«, sagte sie leise. »Die meisten bleiben nicht mal stehen.« Laura blieb stehen. Sie stand eine ganze Weile vor Dantes Box. Er schaute immer noch nicht auf. Dann tat sie etwas, das die Mitarbeiterin an dieser Box noch nie gesehen hatte. Sie setzte sich auf den Boden. Einfach so, im Schneidersitz, auf dem kalten Beton, und sie wartete. Die ersten 2 Minuten bewegte sich Dante nicht. Ohren flach, Körper still. Der Gang hinter Laura war immer noch laut. 42 andere Hunde, die 42 verschiedene Argumente dafür machten, warum sie nach Hause sollten. Dante machte gar keins. Dann, langsam, so langsam, dass man es kaum bemerken konnte, drehte sich sein Kopf. Nur ein kleines bisschen. Gerade genug, um sie aus dem Augenwinkel zu sehen. Laura bewegte sich nicht, sprach nicht, griff nicht durch die Stäbe. Sie saß einfach da. 3 Minuten vergingen, dann 5. In der 7. Minute stand Dante auf. Er ging zur Vorderseite der Box, einen vorsichtigen Schritt am anderen, blieb 2 Schritte vom Gitter entfernt stehen, schaute Laura zum ersten Mal direkt an und dann senkte er seinen riesigen Kopf und drückte ihn sanft gegen die Metallstäbe. Laura hob langsam die Hand und legte sie auf seine Stirn. Keiner von beiden bewegte sich für eine lange Zeit. Also Leute, genau wegen solcher Momente machen wir das hier. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Drückt jetzt den Abo-Button, ihr werdet es nicht bereuen.
An diesem Abend nahm Laura Dante mit nach Hause. Die erste Nacht war nicht einfach. Er fand die Ecke des Wohnzimmers am weitesten von den Fenstern und legte sich mit dem Gesicht zur Wand. Laura saß auf dem Sofa und ließ ihn in Ruhe. Kein Futter hinstellen, keinen Namen rufen. Sie machte einfach eine Lampe an und wartete. Um 2 Uhr nachts wachte sie auf. Dante saß einen Meter entfernt und beobachtete sie im Schlaf. Er knurrte nicht, war nicht angespannt. Er beobachtete einfach. So wie ein Hund schaut, wenn er versucht, etwas zu verstehen, dem er noch nicht sicher ist, ob er vertrauen darf. »Ich gehe nirgendwo hin«, sagte sie leise. Dante hielt ihren Blick 3 Sekunden lang. Dann legte er sich ans Fußende des Sofas. Um 6:15 Uhr morgens war er immer noch da. Echt jetzt, das muss man wissen. Dobermänner wurden ursprünglich in Deutschland gezüchtet, von einem Steuereintreiber namens Karl Friedrich Louis Dobermann, der einen Hund wollte, der ihn auf gefährlichen Routen schützt. Was er erschuf, war keine Waffe, er erschuf einen Schatten, einen Hund, der sich so vollständig an eine Person bindet, dass Trennung sich wie eine Verletzung anfühlt. Dante war in diesem Tierheim nicht aggressiv, er war nicht kaputt, er hatte einfach gewartet auf die richtige Person, 14 Monate lang. 6 Wochen nach der Adoption, an einem Dienstagabend im Dezember, wachte Laura um 3:17 Uhr auf, durch Dantes Bellen. Nicht sein übliches leises Warnen, scharf, dringend, nicht aufhörend. Sie rannte die Treppe runter. Dante stand an der Hintertür, Nackenhaare aufgestellt, Augen auf den dunklen Garten gerichtet. Laura schaltete das Außenlicht ein. Ein Mann stand in ihrem Garten. Er erstarrte, als das Flutlicht ihn traf. Dann sah er Dante, Zähne sichtbar, ein tiefes Knurren durch die Brust. Der Mann war weg, bevor Laura ihr Handy erreichen konnte. Die Polizei kam in 8 Minuten, fanden Spuren am Gartentor. Jemand hatte versucht, es aufzubrechen. »Wie lange haben Sie ihn schon?« fragte der Beamte. »6 Wochen«, sagte Laura. »Glückliche 6 Wochen.« Sie war an 42 Hunden vorbeigegangen. 42 Hunde, die bellten und sprangen und verlangten, gesehen zu werden. Dante hatte nichts davon getan. Er hatte einfach gewartet, still in der letzten Box, auf die richtige Person. Heute schläft Dante jeden Abend am Fußende von Lauras Bett. Er bellt immer noch nicht viel. Er bevorzugt Ecken. Er beobachtet Türen, wenn Laura Gäste hat. Aber jeden Morgen um 6:15 Uhr geht er zu ihrer Schlafzimmertür und wartet. Nicht ungeduldig, einfach da, wie ein Schatten, der sich für dich entschieden hat. Der nichts sagte, hatte am meisten zu sagen. Wenn ihr über eine Adoption nachdenkt, geht nicht an den stillen Hunden vorbei. Manchmal ist Stille keine Lehre, manchmal ist es ein Hund, der speziell auf euch gewartet hat. Dante wartete auf die richtige Person, die sich hinsetzt, und Laura war die einzige, die es tat. Hättet ihr an der letzten Box gehalten oder wärt ihr auch vorbeigegangen? Schreibt es mir in die Kommentare.